Nun zu den Nachrichten. Seit Einführung der Maskenpflicht kommt die Polizei in Wien mit den Verwaltungsstrafen nicht mehr nach. Beinahe jeder Exekutivbeamte schreibt derzeit mehrere Dutzend Strafzettel am Tag. Innenminister Nehammer hat nun eine eigene Taskforce gegründet, die sich nur darum kümmert, Menschen zu strafen, die sich ohne Schutzmaske in der Öffentlichkeit bewegen. Währenddessen sind die restlichen Exekutivbeamten damit beschäftigt, Leute mit Schutzmasken abzustrafen, denn diese verstoßen gegen das allgemeine Vermummungsverbot. Die Occupy-Bewegung gewinnt zurzeit in Österreich wieder an Fahrt. Nach einer Studie des Sora-Instituts sind weniger als 1% infizierter Leute dafür verantwortlich, dass über 99% der Bevölkerung zu Hause bleiben muss. Aufgrund des aktuellen Versammlungsverbotes werden die 2 Milliarden Demonstrierenden nun von der Polizei blockab gefertigt. Jeder darf einzeln 2 Minuten lang die Grenze nach Tirol besetzen. Wie wichtig ein funktionierendes Gesundheitssystem ist, wird zurzeit am Beispiel der USA sichtbar. Während dort viele Menschen nicht oder nicht ausreichend krankenversichert sind, nimmt die Anzahl der Erkrankten stetig zu. Während wohlhabende Bürger nicht auf die medizinische Grundversorgung verzichten müssen, trifft es Haushalte mit niedrigerem Einkommen aber hart. Donald Trump, Präsident der USA und Arschloch Nonpareil, sieht die Entwicklung allerdings positiv. Wäre sein Vorgänger Barack Obama daran gescheitert, alle Staatsbürger mit einer Krankenversicherung zu versorgen, würde es unter Trump Menschen, die sich Healthcare nicht leisten können, bald nicht mehr geben. Kommen wir nun zu unserem Es sieht so aus, als hätte ich gerade Eier in meiner Hose gefunden, womit die beleidigenden Behauptungen meiner Ex-Freundin endgültig widerlegt werden. In dem hier ist nichts, aber in diesem hier versteckt sich eine besondere Osternachricht für Sie. Nun ist das Christentum unter den jüngeren Generationen am absteigenden Ast. Dennoch gibt es weiterhin viele Menschen, die am Glauben festhalten. Und das ist gut so, denn der Herr schickt immer wieder Zeichen. Das Gesicht Jesu in einem Stück Toast, die Mutter Maria auf einer Tortilla. Und dieses Ostern ist einer Frau in Kärnten, Niki Lauda, als Schokohase erschienen. Vor der Quarantäne hat unser Außenreporter Deutschkurse in Österreich unter die Lupe genommen. Möchte man doch meinen, dass diese landesweit einheitlich wären, zeigen sich schon von Bezirk zu Bezirk frappierende Unterschiede, sowohl qualitativ als auch inhaltlich. Es folgt ein Bericht. Ich befinde mich hier im Hof einer Schule im 14. Bezirk, in der Deutschkurse stattfinden. Drinnen haben wir mit versteckter Kamera mitgefilmt. So, einen guten Morgen. Ich bin der Werner Schaslinger, aber für Sie bin ich der Werner, weil der Herr Schaslinger ist mein Vater, wenn Sie mich verstehen. Gut, fangen wir an mit der Anwesenheit. Da haben wir den Herrn Slobodan Sloboncic. Anwesend. Sehr gut, passt. So, dann starten wir gleich los mit den Artikeln, weil das sind ein wenig ein Hund. Und jetzt passen Sie mal bitte gut auf. Und da haben wir der, die, das. Nun haben wir gesehen, wie Unterricht nicht funktionieren kann. Werfen wir nun einen Blick in eine Klasse im 10. Bezirk. Die, das. Rosa, nicht so schnell erst. Mit diesen beflügelten Worten möchten wir uns hiermit bei Ihnen verabschieden. Guten Abend, gute Nacht, Scheiß ins Bett, das kracht.